Wie macht man eigentlich ein richtig geiles Focaccia? Das zeige ich euch in diesem Video. Warum Focaccia gerade auch für Anfänger richtig gut geeignet ist, liegt einfach daran, dass wir super wenig Zutaten brauchen. Also wir brauchen nur Mehl, Salz, Hefe, Wasser und ein bisschen Olivenöl und dann eben, je nachdem, was ihr dann auf euer Focaccia drauf machen wollt, eben noch den Belag. Ansonsten war es das schon an Zutaten, das heißt, man hat das eigentlich immer alles zu Hause und auch die Arbeitsschritte sind an sich super easy. Man muss also nicht viel machen, wir müssen nur den Teig vermengen und ein bisschen Zeit mitbringen, das ist alles und deswegen ist Focaccia eben auch gerade für Anfänger besonders gut geeignet und solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Mein Focaccia-Rezept besteht noch aus einem Vorteig, das nennt man Poulish in dem Fall. Das ist einfach ein Vorteig, den man länger gehen lässt, da ist besonders viel Flüssigkeit drin, dass sich eben die Hefebakterien darin vermehren können und eben diesen richtig geilen Geschmacksboost geben. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ohne machen. Lasst das dann einfach weg. Füllt die Zutaten einfach, die ich jetzt in den Vorteig fülle, einfach direkt in euren Teig. Wenn ihr die Zeit habt, empfehle ich euch aber auf jeden Fall so einen Vorteig zu machen. Das ist überhaupt nicht viel Arbeit und bringt euch wirklich nochmal diesen kleinen Geschmacksboost obendrauf, also macht das auf jeden Fall. Die Herstellung von Poulish ist ganz einfach. Ich fülle 250 Gramm Weizenmehl Typ 405 in eine Schüssel und gebe die gleiche Menge an Wasser hinzu. Dann kommen noch ca. 1 Gramm Trockenhefe oder die doppelte Menge an Frischhefe in den Teig. Das Auflösen der Hefe in Wasser spare ich mir an der Stelle, da sich die Hefe durch den hohen Wasseranteil im Vorteig sowieso gut auflösen wird. Jetzt vermenge ich die Zutaten, bis sich das Mehl komplett mit Wasser vollgezogen hat und ich keine großen Klumpen mehr sehe. Ich mache das Ganze mit einem Schneebesen, ihr könnt aber natürlich auch einen Löffel dafür verwenden. Sobald der Teig diese Konsistenz hat, verschließe ich ihn luftdicht und lasse ihn bei Zimmertemperatur im Dunkeln 8 bis 16 Stunden schlafen. Die Dauer hängt ganz davon ab, wie warm es bei euch ist und wie aktiv eure Hefe ist. Also begutachtet ab und zu immer mal wieder euren Teig. Um zu verstehen, warum wir so einen Poulish-Vorteig verwenden, müssen wir einmal ganz kurz über Hydration sprechen. Hydration beschreibt ganz simpel gesagt das Verhältnis von Wasser und Mehl. Wenn wir also eine Hydration von 100% haben, dann haben wir zum Beispiel zu 100 Gramm Mehl 100 Gramm Wasser. Je höher unsere Hydration im Teig ist, umso weicher ist dieser Teig, umso schwieriger ist er auch zu verarbeiten. Aber ein Vorteil davon zum Beispiel ist, dass unsere Hefe daran deutlich schneller arbeiten kann, weshalb wir in unserem Vorteig eine Hydration von 100% verwenden, damit das Ganze möglichst schnell geht. Doch welche Hydration ist für unseren Hauptteig nun optimal? Dazu habe ich ein kleines Experiment gemacht, in dem ich 3 verschiedene Mini-Focaccia mit jeweils 70, 80 und 90% Hydration backe und danach vergleiche. Nachdem ich 3 kleine Vorteige für 12 Stunden gehen gelassen habe, fülle ich dieselbe Menge Mehl in 3 Behälter, ändere jedoch den Wasseranteil, sodass ich die entsprechenden Hydrationslevel erhalte. Nachdem ich den Vorteig mit dem neuen Mehl, Wasser und etwas Hefe verarbeitet habe, kann man die Unterschiede der Hydrationslevel ganz deutlich sehen. Bei einer Hydration von 70% ist ein weicher Teig entstanden, der jedoch sehr gut zusammenhält und auch von Hand geknetet werden kann. Bei 80% ist das Ganze schon deutlich flüssiger und bei 90% wäre ein Kneten mit Hand nicht mehr möglich. Wenn ihr mit solchen hohen Hydrationsleveln arbeitet, ist es am besten, wenn ihr ein richtig gutes Mehl verwendet, was auch einen entsprechenden Eiweißgehalt hat. Also umso höher dieser Eiweißgehalt, umso besser. Da empfiehlt sich ein Pizzamehl. Da ich das aber relativ simpel halten möchte und man dieses Mehl nicht in jedem Supermarkt bekommt, machen wir das Ganze heute mit einem ganz normalen Weizenmehl Typ 405. Nehmt da nicht das günstigste, nehmt einfach das Beste, was ihr im Supermarkt findet und achtet darauf, dass ihr einen relativ hohen Eiweißanteil daran habt. Nach dem Backen sieht man von außen keine großen Unterschiede. Das 70% Focaccia ist vielleicht etwas weniger braun, was aber auch daran liegen könnte, dass der Ofen nicht überall gleich warm ist. Auch von innen sind keine großen Unterschiede zu erkennen. Man kann jedoch sehen, dass das Focaccia mit 90% Hydration noch einige feuchte Stellen aufweist. Geschmacklich kann ich euch jedoch sagen, dass gerade der Unterschied von 70 zu 80% schon deutlich zu schmecken ist. Das Focaccia mit einer Hydration von 80% ist deutlich saftiger und somit auch nach längerem Backen noch weich und frisch von innen. Ich muss aber zugeben, dass ich keinen großen Unterschied zwischen den 80 und 90% Focaccia geschmeckt habe, weshalb ich mich aufgrund der einfacheren Verarbeitung für die 80% Variante entscheide. Nachdem wir das Ganze geklärt haben, kommen wir nun zum eigentlichen Rezept. Mein Poulish ist jetzt 12 Stunden gegangen und man sieht ganz wunderbar, wie der Teig arbeitet. Es riecht etwas sauer und auch durchaus nach Bier, das ist aber so gewollt. Zu meinem Poulish gebe ich jetzt 390 Gramm kaltes Wasser hinzu und rühre das Ganze unter, bis sich der Vorteig und das Wasser mehr oder weniger vermengt haben. Dann kommen noch 550 Gramm Mehl, 20 Gramm Salz und 1
Gramm Hefe hinzu. Jetzt muss der Teig so lange vermengt werden, bis keine Stücke mehr im Mehl zu finden sind. Das kann bis zu 10 Minuten dauern und ersetzt definitiv euer Unterarmtraining. Oder ihr seid smart und verwendet einen Handmixer oder eine Küchenmaschine. Danach lassen wir den Teig abgedeckt gehen und machen alle 2 Stunden ein Stretch and Fold. Das bedeutet, dass wir den Teig an der Seite anfassen, langziehen und auf die andere Seite falten. Das machen wir dann mehrmals an verschiedenen Seiten. Bei so einem flüssigen Teig ist es recht schwierig, ein richtiges Stretch and Fold zu machen, aber versucht es einfach so gut zu machen, wie es eben geht. Solltet ihr mit dem klebenden Teig nicht klarkommen, nehmt einfach einen Löffel zur Hilfe. Mit jedem Stretch and Fold bekommt der Teig mehr Stabilität und lässt sich besser verarbeiten. Nach 6 bis 8 Stunden mit 2 bis 3 Stretch and Folds ist der Teig dann fertig, um in den Ofen zu wandern. Dazu gebe ich etwas Öl auf ein Backblech und lege den Teig darauf. Dann falte ich diesen, sodass sich ein Rechteck ergibt. Ich fasse also genau wie beim Stretch and Fold in der Schüssel eine Seite an, ziehe sie etwas lang und drücke sie auf die gegenüberliegende Seite. Das wiederhole ich dann an mehreren Seiten, bis ich ungefähr ein Rechteck bekomme. Wenn der Teig nicht über das ganze Backblech verteilt ist, ist das nicht schlimm, da wir ihn nochmal gehen lassen und er sich dann auch in die Ecken ausbreitet. Jetzt decke ich den Teig erneut ab und lasse ihn nochmal für 45 Minuten bis 1 Stunde gehen. Wenn ihr kein Blech nehmen wollt, könnt ihr natürlich auch eine Auflaufform nehmen. Ich empfehle euch, diese dann aber ordentlich einzufetten oder, wie ich das hier mache, Backpapier in die Form einzulegen. Nach 1 Stunde sieht der Teig dann so aus und ihr seht, wie wunderbar er Blasen wirft. Jetzt gebe ich etwas Olivenöl auf den Teig, öle meine Fingerspitzen ein und drücke kleine Kugeln in den Teig. Das ist mit Abstand der beste Teil am Focaccia-Backen. Alleine deshalb müsst ihr dieses Rezept unbedingt mal ausprobieren. Die Kugeln sorgen dafür, dass das Öl nicht einfach den Teig herunterläuft. Jetzt könnt ihr das Focaccia nach euren Vorlieben belegen. Ich mache ein paar grüne und schwarze Oliven sowie Kapern, Rosmarin und grobes Meersalz auf mein Focaccia. Dann kommt das gute Stück bei 230 Grad Ober-Unterhitze für 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Nehmt das Focaccia nach dem Backen unbedingt aus der Form bzw. vom Blech und lasst es nochmal 30 Minuten abkühlen. So verliert ihr nicht sofort die ganze Feuchtigkeit aus dem Teig. Danach ist es soweit. Ein unfassbar geschmacksintensives Focaccia wartet darauf, von euch verzehrt zu werden. Let's go! Das war's auch schon mit dem Video. Wir haben Focaccia gemacht und gesehen, dass bis auf ein bisschen Zeit es eigentlich keine Backskills benötigt, um ein wirklich geiles Focaccia zu machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt, wie euch das Focaccia geschmeckt hat, falls ihr es probiert habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.